Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Weihnachtsvideo. Und jetzt kann ich es offiziell sagen, weil wir haben ja schon den neuen Tag und bei mir kurz vor 3 Uhr Nacht. Frohe Weihnachten, Leute! Es kommt zwar erst der Heiligabend, aber trotzdem, am 24. ist für mich Weihnachten, deswegen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Fest. Eure Wünsche gehen in Erfüllung, ihr bleibt gesund, ihr feiert schön mit euren Liebsten und ja, habt ein richtig tolles Fest. Auf jeden Fall werden wir jetzt etwas am 24. an Weihnachten machen, was man angeblich nicht um 3 Uhr nachts machen sollte. Ich will unbedingt wissen, was da dran ist, weil zufälligerweise habe ich das tatsächlich auch zu Hause und ich habe das schon mal in Grinch-Version gemacht. Ich wollte es in Vajana-Version machen und jetzt machen wir den originalen Lebkuchenmann, weil den sollte man angeblich nicht am 24. machen. Was soll da dran sein? Ist das so eine Art Voodoo-Puppe oder wie ist das zu verstehen? Keine Ahnung, Leute, es macht mir ein bisschen Angst, aber ich habe anderen gesehen, ist auch schon gruseliges Zeug passiert, deswegen ich will unbedingt wissen, was da dran ist. Deswegen machen wir den jetzt. Also kommen wir jetzt richtig in Weihnachtsstimmung, machen erstmal einen richtig süßen Lebkuchenmann und dann schauen wir einfach mal. Mal gucken, ob irgendwas seltsames, gruseliges passiert, deswegen schnappt euch jetzt unbedingt eine Grandma-Checkdecke und mummelt euch ein, Leute, und ich muss ja sowieso wach bleiben, weil ich werde nicht schlafen können. Wegen dem Grinch, ihr wisst, er hat noch was vor und keine Ahnung, ob das heute Nacht jetzt schon der Fall sein wird oder im Laufe des Tages oder abends, wenn eigentlich die Bescherung ist. Deswegen, keine Ahnung, Leute, meint ihr, der Grinch wird noch kommen? Was meint ihr? Macht mir jetzt ganz viele grüne Emojis in die Kommentare, wenn ihr meint, ich sollte aufpassen. Eigentlich meint noch ganz viele von euch, Becky, fahr in den Urlaub, mach irgendwas, fahr irgendwo anders hin. Bring dich in Sicherheit vor den Grinch. Aber Leute, wohin soll ich mit Fluffy? Alle anderen feiern bei sich und so. Ich bin alleine, Leute. Ich habe auch jetzt nichts gebucht oder so. Also kann ich jetzt auch nicht wegfahren mit Fluffy. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich muss zu Hause bleiben. Ja, ganz alleine an Weihnachten. Yay. Ich hoffe nicht, dass der Grinch mich besuchen kommt. Das brauche ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich noch mehr Videos hochladen sollte. Auch am 25., 26. und vielleicht sogar bis Neujahr. Habt ihr Bock auf richtig viele Becky-Videos? Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Ihr habt mega Lust darauf. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr am Start seid und es gerne möchtet. Und ja, ich würde sagen, ich laber jetzt nicht so viel. Wir machen jetzt zusammen den Lebkuchenmann. Übrigens, schreibt mir gerne in die Kommentare, Leute, was habt ihr am Ende an Weihnachten bekommen und wie sieht euer Heiligabend so aus? Was macht ihr da? Wie ist euer Ablauf? Was gibt es zu essen? Immer her mit den Infos. Was gibt es Leckeres? Seid ihr Team Raclette oder Team Kartoffelsalat mit Würstchen? Oder gibt es bei euch so richtiges Festessen? Ich würde sagen, wir machen jetzt zusammen den Lebkuchenmann um Punkt 3 Uhr. Da sehen wir uns wieder und dann geht's los. Was soll schon da dran sein? Keine Ahnung. Er sieht so unschuldig aus. So, Leute, wir haben es jetzt Punkt 3 Uhr. Ich habe mir sogar einen Grinch-Pulli wieder angezogen. Freiwillig. Also wenn nicht jetzt, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das wieder bereuen werde. Ich habe echt Bock irgendwie auf Lebkuchen. Aber keine Ahnung, schmeckt das so wie Lebkuchenhäuser? Finde die nicht so lecker. Aber mal gucken. Ist er noch heile? Ja, er ist noch heile. Guckt ihn euch an, er ist so süß. Jetzt schon, obwohl er noch nichts dran hat. Aber er ist cute. Oh mein Gott. Und dann haben wir hier angeblich fertiges Icing. Meint ihr, das funktioniert? Also ich bin überhaupt nicht gut in Icing machen, also diesen Zuckerguss. Aber ich finde es gut, dass sowas schon dabei ist. Wir haben hier auch noch Smarties. Aber ich habe ja noch selber noch meine Deko. Und ich finde eigentlich das Bild hier auch gar nicht mal so schlecht, außer die Haare. Warum hat der weiße Haare, so ein Büschel? Das hier finde ich nicht schlecht. Und die Umrandung so, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Aber ich glaube, ich darf die Öffnung auch nicht so groß machen hier unten. Ich bin kein Weihnachtself, okay? Wir haben noch ganz viel davon. Ich habe das hier alles noch in der Tüte. Zum Glück habe ich das nicht alles weggeräumt. Wir haben auch noch hier diese Reese's wieder. Vielleicht werde ich auch wieder ein paar von diesen Bonbons hier benutzen. Die finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und Marshmallows und Gummibärchen wieder. Und hoffentlich wird nicht wieder der Grinch das am Ende zerstören. Ne? Nicht, dass er wieder bei mir im Flur steht und meint, das zerstören zu müssen. Auf jeden Fall öffnen wir das jetzt mal alles. Und dann geht's los. Oh mein Gott, ich freue mich so. Auf der anderen Seite nicht, weil es gruselig ist um die Uhrzeit. Aber es ist Weihnachten, Leute. Womit fangen wir als erstes an? Ich würde sagen mit dem Icing hier, ne? Oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht, ob das zu groß ist. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Vielleicht sollten wir erstmal die Augen machen. Da muss ja sowieso erstmal nur so ein fetter Klecks rauf. Sieht aber nicht so aus, als würde das auf dem Ding halten. Was ist das? Warum muss man das randrücken? Was ist das für ein Puderzucker?
Egal, aber dafür ist er irgendwie nicht so klebrig. Ich weiß nicht, was das für ein Puderzucker ist, aber irgendwie funktioniert das schon. Irgendwie kann man den mit den Händen randrücken. Das ist ein bisschen seltsam. Was ist das? Das ist so wie Knete. Okay, aber dafür benutzen wir auf jeden Fall 2 Smarties. Weil sonst sieht das creepy aus. Grün sieht, glaube ich, zu weihnachtlich aus. Wir machen es genauso wie auf dem Bild. Wir machen ihm blaue Augen. Das ist doch süß. Er hat jetzt wenigstens schon blaue Augen. Tada! Ich hoffe, die rutschen jetzt nicht runter. Das wäre jetzt voll fail. Ich hoffe, die sind nicht zu nah aneinander. Auf jeden Fall mache ich damit, glaube ich, den Mund. Da machen wir jetzt so ein Smiley-Face drauf. Weil er soll ja wenigstens lächeln, ne? Aber was soll schon passieren? Ich weiß nicht, Leute. Das ist ein Lebkuchenmann. Und ich sag's euch, Leute, es wurde ziemlich unheimlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei mir was passiert. Beim Lebkuchenmann ganz normalen. Es ist kein Grinch oder so. Oder war Jana um 3 Uhr nachts, wo ich mir Gruseliges vorstellen kann, weil so merkwürdige Sachen passiert sind. Aber sowas jetzt? Guckt mal, wie cute er ist. Oh, er ist so süß. Ich glaube, ich mache ihm jetzt auch Haare, oder? Oh mein Gott, das sieht gerade so schön aus. Er kriegt Locken. Er kriegt Locken. Haben wir einen Namen für den Lebkuchenmann? Leute, immer her damit. Oh mein Gott, ich lieb's. Sieht so schön aus gerade. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es schön aussieht, aber er hat jetzt weiße Operhaare bekommen. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Aber unser Bruder hat Locken bekommen. Voll cool. Irgendwie macht es mehr Spaß als ein Lebkuchenhaus, weil damit kann man nichts falsch machen. Aber ich würde eher sowas empfehlen, weil dieses Ding da ist ein bisschen seltsam. Okay, jetzt müssen wir irgendwie so... Schade, ich habe die Drops nicht mehr. Aber ich habe hier dafür diese Bonbons hier. Soll ich die nehmen? So 3 Stück? Oder Smarties? Leute, ich kann euch leider nicht fragen so richtig. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach Bonbons. Ist egal. Ich glaube, das sieht cooler aus, weil die viel, viel größer sind. Und die wirken halt so wirklich wie so Knöpfe von der Jacke. Jetzt muss ich das vernünftig hinmachen. Oh mein Gott, wie das aussieht. So ein bisschen zerdrücken, damit man das Weiße sieht. Ich frage mich, ob das Erdbeerbonbons sind oder ob die nach Pfefferminze schmecken. Ich mag ja so gar nicht Pfefferminzzuckerstangen. Keine Ahnung, irgendwie. Ich bin kein Fan von, Leute. Und jetzt der letzte. Ich will jetzt euch noch nicht zeigen. Weil wenn ich ihn jetzt hochhebe, habe ich Angst, dass es irgendwie runterfällt. Aber ihr könnt es ja so ein bisschen sehen. Vielleicht sollte ich mal googeln, oder? Was andere noch gemacht haben. Oh mein Gott, ich hätte auch so einen Schreck machen können. Aber ich kann so ein bisschen das Muster übernehmen. Ich habe ja auch nicht rot und so. Aber nächstes Mal mache ich mal sowas. Aber wir müssen ja normalen machen. Deswegen, egal. Wir machen den irgendwann mal noch. Aber ich übernehme so ein bisschen das Muster, weil das sieht irgendwie echt cool aus. Wenn ich das denn hinbekomme. Sieht jetzt gerade ein bisschen eklig aus, ne? Okay, das sieht jetzt nicht so schön aus. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. Vielleicht mache ich da so ein bisschen Deko dran. Doch ein Weihnachtsbaum. Wieder was Gelbes vielleicht. Ah, eine Lokomotive. Was haben wir hier? Eine Glocke. Sieht man gar nicht mehr, dass das irgendwie ein Zickzackmuster sein soll. Okay, da machen wir auch wieder rot. Auf jeden Fall sieht man jetzt nicht mehr, dass ich da das hässlich gemacht habe. Haben die eigentlich auch noch hier so eine Umrandung gemacht, so eine leichte. Das mache ich, glaube ich, auch noch. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und dann hatten die noch so einen Schal gemalt. Das mache ich jetzt auch noch mal eben, weil das sieht echt süß aus. So, jetzt noch hier am Fuß lang. Okay, hier machen wir auf jeden Fall auch noch so ein Smartie hin. Auf jeden Fall grün. Grün muss sein. Grün und 2 rote oben. Ich hoffe, das reicht. Ja, es reicht. Das sieht süß aus. Sein Schal mit so ein paar Marshmallows dran. Oh mein Gott, er ist viel zu süß. Er kann doch nicht böse sein. Als ob jetzt irgendwas Gruseliges passiert. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, lieber rausgehen, weil irgendwie, ich traue dem Ganzen nicht. Was ist, wenn wirklich irgendwas Gruseliges passiert? Dann will ich das nicht im Haus haben. Was auch immer ich da heraufbeschwöre. Kann ich so lassen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ein Lebkuchenmann ist nicht so voll gemüllt. Deswegen lassen wir das vielleicht lieber, bevor es nachher zu viel ist. Ich glaube, so können wir es lassen. Ich zeige ihn euch jetzt auf jeden Fall mal. Und tada, hier ist mein Lebkuchenmann. Also ich würde sagen, diesmal ist er mir gelungen, oder? Also besser als sonst so meine Lebkuchenhäuser. Obwohl, ihr wart echt nett zu mir. Aber guckt ihn euch an. So süß, vor allem die Haare. Darauf bin ich richtig stolz. Den Schal mag ich auch richtig gerne. Der ist jetzt ready. Und wir werden jetzt rausgehen. Ich glaube, das ist eine bessere Idee, weil bislang ist eigentlich noch nichts Gruseliges passiert, ne? Aber ich habe irgendwie ein mulmiges Gefühl, Leute. Und wenn ich jetzt irgendwie den hier lasse, ich weiß nicht, was noch passieren wird. Deswegen gehen wir lieber raus. Und ich stelle den dann draußen irgendwie hin. Um 3 Uhr nachts ab in die Dunkelheit. Yay! Let's go. Mit dem Lebkuchenmann. So, ich bin jetzt draußen. Es ist so ultra kalt und stockfinster, wie ihr sehen könnt. Den Lebkuchenmann habe ich hier auch. Und jetzt suchen wir einen Ort, wo wir den hinlegen können. Ich glaube, ich habe einen Ort gefunden, wo wir unseren Lebkuchenmann hinlegen können. Also
Das ist schon ziemlich dunkel, aber da kann ich den in Ruhe hinstellen. Da kommt keiner, der ist nicht im Weg. Und wir können gucken, ob irgendwas Gruseliges passiert. Und ja, wir schauen einfach mal. Nicht, dass er mir gleich auf den Boden fällt, dann ist es voll fail. Aber mal gucken, ob irgendwas Gruseliges dann passiert. Weil in meinem Haus will ich den halt, wie gesagt, nicht haben. Nein, danke. Wir werden ihn am besten dahin legen, wo ein bisschen Licht ist. Wo wir ein Auge haben können, aber trotzdem ist es noch dunkel genug. Und da passt er einfach gut hin. Und wenn nichts passiert, dann nehme ich ihn einfach wieder mit. Ich würde sagen, wir packen ihn einfach hier hin so. Ich glaube, hier ist gut. Tada! Da liegt jetzt unser Lebkuchenmann. Und passiert jetzt irgendwas? Also da war nicht die Rede von irgendwie einem Spruch aufsagen oder sonst irgendwas. Nichts. Ich wollte ihn nur nicht zu Hause haben. Oder ist deswegen nichts? Hallo? Kleiner Lebkuchenmann? Meint ihr, irgendwas passiert noch? Keine Ahnung. Oder meint jemand beobachtet mich hier irgendwo aus dem Busch raus oder so? Ich hab Angst, Leute. Aber ich und der Lebkuchenmann chillen jetzt hier. Oh, bin ich jetzt umsonst rausgegangen? Habe ich das umsonst gemacht, Leute? Aber ich meine, was soll auch schon passieren? Vielleicht funktioniert das gar nicht. Leute, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, da... Warte, ich höre was. Leute? Sag mir nicht... Hä? Leute, nein! Das kann nicht sein. Hä? Leute, da ist ein Lebkuchenmann! What the... Hä? Das ist doch so ein aufblasbares Kostüm. Da will mich jemand veräppeln. Wer ist das? Hallo? Hallo? Warte, ist das der Grinch? Ey, das ist der Grinch! Oh, der Grinch hat sich einfach mal verkleidet als Lebkuchenmann. Nein! Wie geht das? Leute, seht ihr das? Oh mein Gott, der spinnt ja! Nein, der kriegt mich nicht.